Guten Tag alle zusammen. Ich mache heute ein neues Video und koche heute Bischpamak. Vielleicht kennen Sie das. Also was brauchen wir dazu? Für einen guten Bischpamak braucht man entweder eine Ente oder Rind. Heute habe ich mich entschieden für eine Ente. Ich habe eine junge Ente gekauft, habe jetzt Gans genommen, weil ich heute für mehrere Personen kochen werde. Also ich habe jetzt schon etwas vorbereitet, weil es dauert ja auch etwas. Die ist jetzt bei mir seit einer Stunde am Kochen. Ich habe jetzt etwa 3 Liter Wasser genommen, habe es gesalzen, eine Zwiebel reingetan, bunter Pfeffer ein bisschen und eine Kartoffel und die Ente. Dann habe ich jetzt hier noch 5 Zwiebeln genommen. Da sind 2 bunte und 3 weiße, einfach nur für die Farbe. Ich werde jetzt sie mit dieser Brühe, dieser Brühe nehmen und hier über die Zwiebel gießen. Einfach das obere, damit wo das Fett liegt. So, das reicht. Jetzt tue ich Stückchen Butter rein, bisschen Pfeffer, ein paar Chiliflocken, wer mag, wer nicht mag, muss nicht sein. Das werde ich jetzt zumachen und das soll dämpfen auf ganz kleinere Stufe. So, fangen wir an. Ich mache jetzt einen Teig. Ich habe jetzt hier ungefähr 500 mg lauwarmes Wasser genommen, habe einen Löffel Salz reingetan, Esslöffel, ein Ei und Mehl. Übrigens, wer sich nicht mit dem Teig rumquälen will, man kann diesen Teig in jedem russischen Laden kaufen. Steht so in der Verpackung auch Bischpamak, für Bischpamak, Nudeln für Bischpamak. Dann geht es noch einfacher. Mache ich auch ab und zu. So, jetzt kann er ruhen, so eine halbe Stunde. Ich gucke mal jetzt nach dem Fleisch, es ist soweit fertig. Ich hole jetzt das raus und lasse es etwas abkühlen. So. Das werde ich jetzt abgießen in einen anderen Topf und fertig. Ich werde jetzt das ausrollen. Ich habe jetzt die 2 einfach unter dem Tuch gelegt, damit sie nicht austrocknen. Man kann sie alle gleichzeitig ausrollen, auf ein Tuch legen. Sie müssen jetzt nicht ganz trocken sein. Man kann sie direkt auch kochen. Ich lege es jetzt auf ein Tuch. Solange mein Teig jetzt trocknet, werde ich das Fleisch vorbereiten. Lauter Knochen. Wer will auch was? Ja. So, ich werde jetzt meinen Bischpamak-Teig zurechtschneiden. Man kann ihn einfach so grob. Das Wasser ist jetzt schon fast am Kochen. So, ist jetzt soweit fertig. Schon am Kochen. Ich tue jetzt etwas mit einem Löffel Salz rein. So, jetzt kommen die Teigplatten rein. Kurz umrühren. Kurz ab. Sie müssen jetzt kurz aufkochen. Die Nudeln sind fertig. Ich tue sie jetzt herausholen. So, jetzt werde ich zeigen, wie man das anrichtet. Man nimmt etwas Fleisch,
kommen die Zwiebeln drauf. Dann nimm noch etwas von dieser Brühe, was da von der Ente geblieben ist. Und die Kartoffel kommt noch in der Mitte. Tue ich noch ein bisschen Lauchzwiebel drauf. Ungefähr so sieht mein Bischpamak aus. Vielleicht hat jemand auch Interesse, das nachzumachen. Probieren Sie es aus. Schmeckt wirklich gut. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Falls Sie Fragen haben oder Sie was nicht verstanden haben, schreiben Sie mir, ich werde gerne antworten.